Hier ist Eastern Meeting. Hast du gesehen? Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich das ISTAF im Olympiastadion hier in Berlin. Ich feiere den Wettkampf an sich. Das ist einfach für uns in Deutschland, für die Leichtathletik der größte Wettkampf. Es ist einfach immer eine geniale Stimmung. Du stehst da am Anlauf. Hinter dir ist das Olympiator. Vor allem heute ist auch meine komplette Familie da. Und ganz viele Freunde, die werden dann alle hinter dem Sperrhof-Anlauf sitzen und jetzt endlich heute wieder auf der Bahn zu stehen und den Speer fliegen zu sehen. Und das mit so einer Kulisse und alle dabei, das wird auf jeden Fall richtig geil und da freue ich mich jetzt echt drauf. Die Konkurrenz ist heute auch echt stark. Ich habe mal in die Startliste geguckt, da ist jemand dabei, ein Japaner, der hat jetzt schon 87 Meter geworfen. Ein Pole, der hat jetzt auch Bestleistung geworfen mit über 85. Es sind auf jeden Fall echt gute Leute da. Ich meine, das könnte mein 4. Sieg in Folge werden. Aber heute ist auf jeden Fall die Konkurrenz deutlich stärker als die letzten Jahre. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich freue mich jetzt drauf. Jetzt geht's los. Packen wir jetzt nochmal die Tasche, alles fertig und machen noch meinen Drink fertig. Und dann geht's los. Das ist hier die neue Nike-Tasche, die habe ich jetzt gerade die Tage geschickt bekommen, richtig nice. Und jetzt packen wir mal die Sachen, was ich alles brauche. Hier habe ich auch schon eine Startnummer, da war ich bei der Pressekonferenz, habe ich da schon bekommen, war ich ganz lustig mit Gina Lückenkämper zusammen. Und ja, hier habe ich ein Terraband, das brauche ich auf jeden Fall. Habt ihr auch schon oft in den Videos gesehen, dehne ich mich natürlich immer vorher. Auch wichtig hier die Faszienrolle. Da rolle ich mich immer noch ein bisschen drauf rum, um mich einfach geschmeidig gut zu fühlen. Gestern war auch noch der Physio hier, hat mich hier sogar besucht, noch behandelt. Das war echt gut, ich verstehe mich mega gut mit ihm, ist ein richtig guter Physiotherapeut. Wohnt halt zum Glück hier in der Nähe und ist dann vorbeigekommen, weil ich es die Woche nicht mehr geschafft habe. Das war auf jeden Fall nochmal wichtig. Genau, hier habe ich die Akkreditierung, die darf ich auf keinen Fall vergessen, damit wir auch reinkommen. Dann habe ich hier meine Diamond League Ausrüstung, Tight, nochmal was zum Wechseln, mein Trikot, habe ich eigentlich alles am Start. Hier meine guten Spikes, die brauche ich auf jeden Fall. Genau, sonst habe ich noch mein Tape mit. Ich habe ja den Speer immer hier zwischen den Fingern. Das muss ich immer abtapen, sonst reißt das auf. Alright, dann haben wir soweit alles. Sollte eigentlich alles dabei sein, werde ich gleich nochmal checken. Ja. Ich mache mir jetzt nochmal einen kleinen Shake ready. Da habe ich ja hier, wie ihr wisst, YouTube-Kanal wird gesponsert, hier auch von meinem Partner von Optimum Nutrition. Das sind richtig nice Produkte, die ich auch so im Training und jetzt auch zum Wettkampf benutze. Haben wir einmal nämlich so einen kleinen Löffel Pre-Workout, gibt einfach nochmal ein bisschen Fokus und Energie. BCAA einfach, damit ich genug Energie habe. Ich habe jetzt noch nicht so viel gegessen und dann haben wir noch ein bisschen Kreatin, auch immer gut. Normal nimmt man ja so einen ganzen Löffel, aber ich mache da noch so 3/4 mit rein. Sonst ist das zu viel, da bin ich am Ende zu sehr im Beast-Mode. Ich meine, ich bin auch schon so ein bisschen nervös, ich hoffe, man merkt es jetzt nicht so. Und wenn man dann noch zu viel Koffein nimmt und dann hat man am Ende, weiß ganz genau, dass ich so viel Adrenalin später haben werde. Wenn ich mir dann noch zu viel von dem Pre-Workout da reinhaue, dann drehe ich komplett durch und bin viel zu gepusht. Und das ist dann auch immer das Problem, das hatte ich auch schon ab und zu gehabt. Da wird man dann einfach, da will man dann halt einfach nur, ist man so im Tunnel und will dann einfach nur irgendwie mit Kraft werfen. Aber das funktioniert nicht so. Sperrwurf ist absolute Technikdisziplin und wenn man da verkrampft oder irgendwie mit Kraft werfen will, funktioniert nicht. So, haben wir den Shake ready. Ist ja wirklich praktisch, ich wohne ja wirklich ganz in der Nähe vom Olympiastadion, also es sind 20 Minuten mit den Öffis. Das ist ja für Berliner Verhältnisse echt kein Ding. Deswegen fahre ich jetzt einfach ganz entspannt mit der Straßenbahn und genau, sind dann auch gleich schon beim Olympiastadion. Wartet der Coach schon auf uns und dann gehen wir rein.
seit langer Zeit mal wieder Sperre mitgenommen, beziehungsweise Coach hat die Sperre mitgenommen. Normalerweise nehme ich eigentlich keine mit. Mal gucken jetzt, nehmen die jetzt hier ab, gucken, ob die durchgehen sozusagen und dann kann ich sie auch beim Wettkampf raus. Jetzt stehen wir hier schon wo ich gleich den Wettkampf mache. Sieht man hier schon, hier ist der Anlauf. Da sieht man das Stadion, die blaue Bahn und ja, ist auf jeden Fall schon ein geiles Feeling jetzt hier zu stehen und zu wissen, dass ich jetzt hier gleich stehen werde und weit werfen werde hoffentlich. Dann geht's los. Jetzt sind wir hier in den Katakomben. Wir sind ja im Stadion drin, im Olympiastadion und es ist halt dunkel und gar nicht so viel Platz und man kann natürlich nicht einwerfen, das ist natürlich nicht optimal, aber ja, man kennt das hier von den Wettkämpfen. Man arrangiert sich so mit den Gegebenheiten, das passt schon. Aber es ist immer wieder mega cool. Man sieht ja hier beim ISTAF immer dann auch die ganze deutsche Spitze in der Leichtathletik und natürlich auch jetzt wieder die ganzen anderen Speerwerfer und so. Kann man sich schon mal ein bisschen abchecken, das ist immer ganz cool. Ich gehe jetzt gleich mal zur Physio und dann geht das Warm-up los. Ja. Hier. Schon am Sweaten. Das kommt davon, wenn man zu spät anfängt und sich beeilen muss und dann viel zu viel zu schnell auf einmal macht. Aber passt. Ich meine, es ist auch noch ein bisschen Zeit. Kann man dann im Stadion noch ein bisschen Warm-up machen. Aber ich hatte hier, glaube ich, beim ISTAF auch noch nie normales, entspanntes Warm-up. So, es ist immer irgendwie ein bisschen chaotisch hier, aber gehört dazu. Heute Competition gegen den Olympiasieger von 2016, Thomas Röder. Aber wir haben auf jeden Fall schon viele schöne Wettkämpfe zusammen gehabt. Ich weiß noch, 2016 hatte ich auch meine Trikot und so weiter. Alles Schuhe auch. Glaube ich auch Schuhe vergessen, alles vergessen. Beziehungsweise mein Koffer ist nicht angekommen. Und hatte ich keine Sachen und dann habe ich netterweise von Thomas die ganzen Sachen bekommen und habe dann Bestleistung geworfen, 88. Und herzlich willkommen im Europameister 2022, Silbermedaille der WM von 24, die Bastard 2022. Jedes Island-Meeting am 16.05.25 in Doha knackte er die 90-Meter-Marke. 91,06 an der Westfalte. Herzlich willkommen für den ultimativen Starter. Hier ist Julia. Chance hier für Julian Wiewald, denn er führt nicht mehr. Er ist nur noch Zweiter hier in Berlin. Ganz ehrlich, Hauptsache gewonnen, aber es ärgert mich doch echt sehr. Ne? Ich bin hier beim ISTAF, das ist so ein toller Wettkampf.
ist mein Lieblingswettkampf, das E-Staff. Meine ganze Familie war da und so viele Leute, die für einen selbst da sind und so anfeuern. Und ich habe es echt nicht so auf die Reihe bekommen. Das war irgendwie der Anlaufrhythmus, das hat einfach überhaupt nicht gestimmt. Mir hat einfach so das Feeling irgendwie gefehlt. Und das ärgert mich schon. Aber Hauptsache dann im letzten Versuch nochmal einigermaßen ordentlichen Wurf gehabt auf 84. Der war schon nicht verkehrt und Hauptsache, es war damit auch die Siegesweite. So. Da bin ich schon echt froh, dass das geklappt hat. Trotzdem war es wieder eine geniale Stimmung, hat mega Spaß gemacht und das war dann doch irgendwie auch richtig schön. Und noch gerade ganz viele Autogramme geschrieben und die Kids haben sich alle mega gefreut. Und ich bin froh, dass ich es heil auch überstanden habe, auch wenn die Würfe jetzt nicht technisch sauber waren. Ich bin halt wirklich da vorne reingestürzt. Das hat einfach vom Anlauf nicht gepasst. Ich habe einfach zu wenig Schritte gemacht und habe dann irgendwie noch versucht, das zu retten, aber es hat nicht gut funktioniert. Außer dann beim letzten Versuch, wie gesagt, habe ich dann einigermaßen hinbekommen. Da bin ich froh, dass das so geklappt hat. So ihr Lieben, das war die 5. Episode von Beyond the Line. Wir waren hier im Olympiastadion in Berlin beim E-Staff. Ich habe den Sieg geholt, das war mein Hauptziel, das hat heute geklappt, da bin ich sehr froh. Aber es ist auf jeden Fall noch viel Arbeit, aber auch noch ein langer Weg bis zur Weltmeisterschaft. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun und dann werde ich auf jeden Fall wieder Richtung 90 und auch über 90 Meter werfen. Da bin ich sehr optimistisch und ja, macht's gut.